Hallöchen ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Heute gibt es bei mir ein schnelles Dessert. Das hier ist Erdbeereis, lecker, sehr einfach zu machen und erfrischend. Wie es geht, zeige ich euch jetzt. Für das leckere Erdbeereis brauchen wir natürlich Erdbeeren, das ist die Hauptzutat. Dann habe ich hier Kondensmilch gezuckert, Schlagsahne, Milch, Vanillenextrakt, Zitrone und was wir noch brauchen ist eine Prise Salz. Die Mengenangaben wie immer unter dem Video in der Infobox zu lesen und es geht sofort los mit den Erdbeeren waschen, das Grün entfernen und zerkleinern. Die Erdbeeren gut abtrocknen und ich brauche hier schon meinen Behälter von einem Roboter und ja, das Grün erstmal weg und dann kommt die Erdbeere sofort hier rein. Ganz easy. Die Erdbeeren sind jetzt vorbereitet und das wird püriert jetzt. Und jetzt ist mein Roboter wieder im Einsatz. Ich habe keine Eismaschine, deswegen nutze ich meinen Roboter, aber ist auch eine gute Sache. Es geht schnell. Und das Eis schmeckt genauso gut. So, und los geht's. So, die Erdbeere ist schon super püriert jetzt hier. Müssen wir mal probieren. Njam, njam, njam. Lecker. Ja, und ich habe hier ein anderes Messer für die weiteren Zutaten, die ich hier reingebe. Das wird jetzt ersetzt. Die Erdbeere braucht ihr nicht rausnehmen, die bleibt einfach darin. Es wird alles zusammen gemischt. Also, dann gebe ich die anderen Zutaten noch dazu. Ich habe einmal hier Vanillenextrakt, etwa ein Teelöffel. Dann habe ich eine Prise Salz, Milch, dann habe ich hier Schlagsahne. Das, was hier in der Dose ist, das ist Kondensmilch. Und durch die Kondensmilch, es gibt so einen super tollen Geschmack, weil das schmeckt auch so super gut. Und schon haben wir alle Zutaten, was wir für das Eis benötigen. Dann wird meine Maschine wieder zugemacht. Und weiter mischen. Es wird gemischt, bis es aufschäumt. Ja. Oh, das sieht schon richtig gut aus. So, und zum Schluss drücke ich auch noch den Saft von der Zitrone rein. Es sorgt für die Frische in dem Eis. Es wird natürlich probiert. Wow, sowas von lecker. Oh. Kann man als Shake auch trinken jetzt.
Jetzt gebe ich die Eismasse in eine Tupperdose hinein. Wichtig ist mit dem Deckel verschließen und je nach Gefrierfach 2 bis 3 Stunden frieren lassen. Jetzt wird Eis gegessen. Nicht so einfach mit Fingernägeln aufzumachen. Juhu! Und ich habe hier schon meine Eisbecher. So, die Mengenangaben hier sind für etwa 8 Kugeln. Und jetzt werden die Eisbecher schön eingerichtet. Da brauche ich schon mal meinen Kugellöffel hier. Es wird noch schön dekoriert. Ich habe schon hier Minzeblätter und Erdbeeren. Et voilà! Das leckere Erdbeereis ist fertig zum Servieren, einfach zu machen. Optisch sieht wunderbar aus und geschmacklich auch so. Also macht es nach, das ist perfekt für Sommererfrischung. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, dann bitte liked, kommentiert, abonniert diejenigen, die noch nicht gemacht haben. Und ich würde mich freuen, euch bei dem nächsten Video zu sehen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi! Et voilà, das leckere Erdbeereis. Ich muss nochmal machen. Es wird gemischt, bis es